Mike, Kennedy Tower, please change to my frequency 1. Die Gewitter und Regengebiete werden immer mehr, aber wir leben. Heute geht es von New York nach Ingalls Field. Doch auf dem Weg dahin fliegen wir die Shoreline Transition zum Hudson River und dann den ganzen Hudson River hoch und werden uns New York aus der Nähe ansehen. Und zum Schluss, counterclockwise, zirkeln wir um die Freiheitsstatue, bevor es dann nach Ingalls Field geht. Traffic, 11 o'clock, same altitude, less than 1 mile. Caution, terrain. Delta 19 clear touch and go with right traffic, wind 190 at 8. Traffic, 9 o'clock. Clear touch and go, 7 Alpha Delta and right traffic. November 13 further Mike, Too low, frequency terrain. to New York Tower. November Too low, 1340 terrain. Mike, Republic Caution, Tower. terrain. Frequency change Caution, is terrain. approved. Remain Terrain, outside the class terrain. Bravo Pull unless up, you give pull New York up. protocols. November further Mike, frequency change approved and outside Bravo. Further Mike. New York Tower, good day. November 13 further Mike. 40 Mike, Kennedy Tower, squawk 0305, change 19.1. Kennedy Tower, good day. November 13 further Mike. November 1340 Mike, Kennedy Tower, please change to my frequency 119.1. 119.1, November 13 further Mike. Good day. November 13 further Mike on 119.1. 1340 Mike, Kennedy Tower, squawk 0305, say request. Squawk 0305, number 13 further Mike, and request a westbound shortline transition. 1340 Mike, radar contact 10 miles southeast to Kennedy at 300 feet. Kennedy altimeter 3003, say aircraft type. 3003, aircraft type Columbia 400, 13 further Mike. Sorry, say again. Columbia 400, November 13 further Mike. Roger. Proceed westbound along the shoreline as requested below the Bravo, all types overhead. Use caution for wake turbulence. The Kennedy altimeter is 3003. Der Airport war sehr busy, was unseren Abflug um eine Dreiviertelstunde verzögert hat. Das sollte sich am Ende der Reise noch rächen.
Die Gewitter- und Regengebiete werden immer mehr. Relativ schnell. Für die visuell umfliegen können, hier oder hier, müssen wir sehen. So, ADS-B können wir auf jeden Fall nicht nutzen, um das Takt umfliegen. Dafür ist das nicht aktuell. Also entweder haben wir nachher einen visuellen Kontakt zu den Wolken und sehen auch die Lücken. Oder wir werden zum Beispiel zu Kilo Charlie Hotel Oscar als Alternative werden. Am Boden mal abwarten, was passiert und ob wir vielleicht dann spät abends weiter können. Wir haben keine Lücke gefunden. Daher haben wir uns entschieden, in Kilo Charlie Hotel Oscar zu landen. Columbia 40 Mike, descend to maintain 9,000. Descend maintain 9,000, Columbia 134 Mike. Columbia 40 Mike, descend to maintain 4,000. Descend maintain 4,000, 40 Mike. Nee, da ändern wir nichts an unserem. Sicherheit geht vor. November 1340 Mike, were you okay with the visual approach or did you want to do the RNAV? November 40 Mike, visual 21 will be fine. Okay, copy that. Maintain 4,000 and for now turn left heading 320, so I'll give you a wide base around for your descent. 4,000 and left 320, November 134 Mike. Columbia 40 Mike, turn left heading 230. Left 230, Columbia 40 Mike. Columbia 40 Mike, when you're ready, turn continue the left turn direct to Charlottesville. Wilco, November 134 Mike. Den Flughafen? 10 noch nicht. Auch nicht, ja. Komm da hinten. Columbia 134 Mike, airport inside. Columbia 1340 Mike, cleared visual approach, runway 21. Contact the tower 124.5. Have a good afternoon. Cleared visual 21 and contact tower 124.5 number 134 Mike, and thank you very much for your help. You bet, no worries. Hey, wie heißt der Airport? Charlottesville. Charlottesville Tower, good day. Columbia 1340 Mike, on the visual 21 airport inside. 1340 Mike, Charlottesville Tower, wind at 140 at 5, runway 21, clear to land. Runway 21, clear to land, Columbia 1340 Mike. And then 1340 Mike, left at Charlie, and then a right on Alpha to signature, monitor point 9. Zwar nicht da, wo wir hinwollen, aber wir leben. Wir sind jetzt kurzfristig nach Charlottesville diverted, weil die Gewitterfront, die man im Hintergrund sieht, da war kein Durchkommen. Da wäre man IMC eingeflogen. Unter Sichtflug hätten wir die Tops da nicht umrunden können. Das war mir zumindest zu heiß. Dann sind wir kurz davor in Charlottesville runter, diverted. Hat den Vorteil, wir können jetzt hier mal voll tanken und warten dann ganz in Ruhe ab, was passiert, ob wir heute noch rüberkommen, ob wir hier bleiben. Safety auf jeden Fall first. Das sah mir zu dicht aus, zu heiß. Ich wäre jetzt ganz rechts rumgegangen, aber dahinter stand am Radar auch eine Front und das hat so schnell aufgebaut alles. Nachher wären wir umzingelt gewesen, ohne Ausweg und ohne Bordradar, no way. Zum Schluss haben wir uns dann entschieden, mit einem Mietwagen den Rest der Strecke zurückzulegen und das Flugzeug am Flughafen hier zu lassen.